Beruhig dich! Also das ist wirklich geil. Ich meine 500 PS? 525, ja. So, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem Video. Es regnet. Es ist super kalt, aber wir machen das Beste draus, weil Alex extra zu Besuch gekommen ist. Bei diesem wunderschönen Wetter immer gerne. Wunderschönes Wetter mit zwei wunderschönen Autos. Ja. Ne? Naja, drei. Drei. Frank the Tank ist auch am Start. Ne? Frank the Tank auch. Frank the Tank, das ist das Wichtigste. Das darfst du nicht vergessen, Daniel. Ja, Frank ist hier, dann kommt lange nichts und dann kommt das hier. Ne? Ja. Richtig, richtig geil. A45S. Richtig. Und ein GT63S. Ja. Beide nicht Serie. Ganz genau, das ist das Beste dran. GT63S, Leute, machen wir gleich noch in dem Video. Also das zeigen wir euch später. Wenn ihr sehen wollt, abonnieren drücken, seht ihr das. Aber heute geht es mal um das hier, ne? Ja. Ist ja so Pocket Rocket. Das ist Pocket Rocket. Ist nicht Serie. Nee. Erzähl doch mal den Leuten, was alles gemacht wurde. Also, bei dem Auto wurde ECU gemacht, TCU, Upgrade-Lader, Akrapovic-Anlage. Wer hat denn das gemacht überhaupt? Opus Automotive. Okay. Opus Automotive hat alles gemacht. Jetzt haben wir 525 PS. Wie gesagt, die Akrapovic-Anlage, 200 Zell Cuts sind drin. OPF ist verloren gegangen leider. Der ist weggerannt, der gute alte Freund. Alles klar. Lass mal hintergehen. So, die Abgasanlage, die scheppert, ne? Die scheppert richtig. Deswegen hat er auch den Nickname AK45S. Wir eine AK47, weil das Ding knallt wie nichts anderes. Lass uns mal ein paar AK-Sounds reinmachen. Bum, bam, bam, bam. Ja. Ist echt so laut? Ist echt so krass? Ja, das kann man schon sagen. Wenn du Klappe aufmachst, dafür musst du aber im Gang sein, dann geht die komplett auf. Aber ist das Klangbild, würdest du sagen, ist ein schönes Klangbild? Weil ich finde, Vierzylinder ist immer so ein... Ja. Ist schwierig, dass es laut und geil ist. Richtig. Und als ich das erste Mal das Auto gehört habe, haben wir ein Video bekommen per WhatsApp. Da habe ich gedacht, das ist ein Trecker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber in echt hört es sich an wie ein WRC Rallye Auto. Also ist wirklich geil. Beim Schalten hast du dieses Knallen und die Popper-Pops. Also der Sound ist jetzt schon schön, würde ich sagen. Es ist nicht so ein kleiner Vierzylinder, der nur rumschreit. Ja. Ist auch ein bisschen tiefer und bassiger. Das ist halt das, was Akra immer gut hinbekommt, muss man sagen. Werden wir gleich mal checken auf jeden Fall, was da vorwärts geht. Ich muss ja ehrlich sagen, was mir bei dem Auto nicht gefällt, ist der Heckspoiler. Taugt mir gar nicht, leider. Ich habe einen Kumpel, Mitya, Grüße gehen raus, der hatte dieses Auto und der hat immer gesagt, Alter, ich finde das Auto richtig geil, aber ich schäme mich für den Heckspoiler. Den haben wir extra dazu bestellt. Einmal bitte traurige Musik einspielen. Kann man, also gibt's den auch ohne, oder? Ja, das ist das Aero-Paket. Ach, Quatsch. Okay. So, das Video beenden wir hier. Gibst du mir den Schlüssel, bitte? Naja, gut. Was auf jeden Fall ganz cool ist, finde ich, ist auf jeden Fall eine Heckpartie und auch die Diffusoroptik, ne? Ganz cool, weil die ja abgeschnitten ist, ne? Also es gibt ja so, sag ich mal, zwei Varianten von Diffusor. Die meiste ist ja immer, pass auf, du hast die Finne und dann kommt nichts. Ja. Er hat nochmal so ein Blade, was natürlich quasi wie so eine Art Doppeldiffusor ja wirkt, ne? Also es ist schon optisch auf jeden Fall cool. Die Vierer-Abgasanlage, Akrapovic, das schaut gut aus. Satar schwarz, ja, ist okay. So, das Video beenden wir hier. Wollt ihr was Lustiges sehen bei dem Auto, was für mich gar keinen Sinn ergibt? Ja. Müssen wir mal nach vorne gehen. Also, vorne kommt ja Luft rein beim Auto, logischerweise. Hier, schau mal, was da ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Plastik gefunden, Herr Abt. Und dann schauen wir auf der anderen Seite. Tada! Es ist so hirnlos. Ernsthaft? Ja, das weiß man eigentlich nicht, aber ich habe mir das Auto mal länger von vorne angeschaut. Ich habe gefragt, was macht dieses Plastikstück da? Und das finde ich echt schlimm. Es ist was Kleines, aber jetzt, wenn man es weiß, sieht man das nur noch. Aber jetzt auf jeden Fall so cooles Pocket Rocket, wie man so sagt, ne? Also so coole kleine Kiste mit, ich meine 500 PS. 525, ja. 525. Drehmoment, weißt du das? 560 Newtonmeter aktuell noch begrenzt. Da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Wie ist es denn vom Platz? Nee, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn man hier reingeht, wenn man einsteigt und so, ne, das ist schon, optisch ist das schon mega. Also Mercedes hat das schon verstanden, finde ich. Innenraum schön zu gestalten, cool zu machen. Wir gehen jetzt mal gleich noch vor und fahren mal. Also so an sich, glaube ich, vom Grundkonzept her ein sehr cooles Auto. Jetzt natürlich mit echt sehr viel Leistung. Ja. Das ist schon richtig krass, Leute. Wir haben auch schon, kann ich an der Stelle verraten, wir haben auch ein Drag Race gemacht gegen den Porsche GT3 von Moji. Oh Gott, das ist fucking classic! Dieses Fahrzeug fährt gegen Mojis GT3, den ihr am Dienstag schon gesehen habt. Heißt, am Sonntag treten die beide gegeneinander an. Kann ich mir empfehlen. Das lohnt sich. Das ist ein geiles Duell geworden. Sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir mal vorne ein, hauen euch mal einen geilen Carporn rein, Leute. Willst du denn irgendwie ankündigen? So,
AK-47 mäßig? Sollen wir den, aber als würde ich schießen. Aber wie hält man denn eine AK-47? Mal so. Die hat doch, oder? Die hat man so, oder? Hat man, glaube ich, so. Boah, jetzt wüsste ich mal, hätte ich mal bei Call of Duty darauf geachtet. Ne? Habe ich nicht geschaut, aber ich probiere es mal, okay? Ich schieße mal los und dann kommt der Porn. Viel Spaß, Leute. Komm rein. Was schon mal ganz geil ist, er hat auf jeden Fall relativ viel Alcantara hier. Ne? Die Sitze auf jeden Fall geil. Man sitzt sehr gut drin. Guter Seitenhalt, das mag ich immer. Ne? Das ist immer Geschmackssache, glaube ich, auf was man Bock hat. Aber ich finde, man sitzt hier sehr gut drin und es wirkt sehr aufgeräumt. Ne? Irgendwie hier, man hat nicht zu viele Knöpfe, man hat einen coolen Display. Wir machen jetzt hier mal das Ding einfach mal an. Das Interieur finde ich mega geil. Vor allem auch mit diesem Blau hier. Man nennt es auch lila in der Fachsprache. Ist das lila? Ja, ich würde schon sagen. Ich habe eine blau-lila Schwäche. Aber du machst jetzt im Color Grading so, dass es so ein blau wird. So Lenkrad und so, ich finde das auch geil. Ne? Also was wirklich meiner Meinung nach Mercedes mit am besten macht, ist einfach diese wichtigen Funktionen. So diese hier, ich will Komfort, Sport, Sport Plus, das irgendwie cool aufs Lenkrad zu legen. Ne? Hast du das? Ja, ist krank. Holy shit. So, warte mal, was muss man hier machen? Ne? Okay. Wir fahren jetzt einfach mal los. Komm, wir checken jetzt mal, wie sich das Ganze anfühlt. Boah, der ist auch relativ bissig am Gas, muss ich gerade sagen. Gut, ich bin jetzt auch direkt in Sport Plus. Boah. Leck. Ey, das hat sich jetzt ja schon, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so stabil aus der Ausfahrt rausgefahren bin. Ey, das ist richtig gut. Also erstmal richtig guter Klang. Es klingt schon ein bisschen, ja, so ein bisschen blechern, aber das finde ich hat immer so ein Vierzylinder. Sobald du halt richtig Lautstärke auf dem Ding hast, hat das immer so ein bisschen diesen blechernen Klang. Also das ist nun mal so, aber jetzt nicht schlecht. Also es ist schon sehr markant. Ja, es ist schon geil. Wie so eine, wenn der da irgendwas abreißt da hinten, das ist ja mega heftig. Ja, ist mega laut. Ist mega laut. Und was mir also gleich einfällt, warte mal, Race gibt es auch noch, stimmt, ich bin Sport Plus, es gibt auch noch Race, habe ich ganz vergessen. Na, also wir haben ja hier diese drei Stufen. Ich finde das Tacho-Design oder beziehungsweise die Bildschirmanordnung und so, ich finde das echt gut gemacht. Ne? Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und halt hier am Lenkrad das zu haben, diese Einstellmöglichkeit, sind einfache Dinge. Ne? Aber es machen sehr wenige Autohersteller, finde ich, gut. Vor allem auch noch, dass man hier ein bisschen eine Anzeige mit drin hat, ist einfach was Cooles. Ne? Fahrwerk können wir natürlich auch hier Komfort, Sport Plus machen. Ne? Also haben wir auch diese Einstellungsmöglichkeiten. Hauen wir da mal rein. Er ist auf Automatik eingestellt. Ich habe mich extra ein bisschen festen Stand, weil ich gleich weiß, was schon passieren wird. Was soll das jetzt heißen? Diese Kurve da hinten. Die sind wir schon ein paar Mal gefahren. Ne? Es gibt schon so ein paar Kurven, die sind halt einfach, die werden es dann immer wieder. Ne? Geil. Das ist geil. Ist auch vor allem geil, weil ich habe schon länger nicht mehr so einen kleineren, kompakten gefahren. Ich mag das ja eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Wir tappen wir mal durch. Bam, Junge, richtig so. Bam. So, 200 auf der Uhr. Bam, nächster Gang. Zack, 250. Ja. Vor allem hört man richtig geil, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber du hast richtig so das Blau auf von vorne. Ne? Wenn man vom Gas geht,
immer so dieses Zischen. Richtig gut. Ich muss auch sagen, also soundtechnisch 10 von 10. Wahnsinn. Also, aber vom Anziehen her, finde ich, geht's ehrlich gesagt. Also habe ich jetzt gedacht, dass es mehr drückt. Weißt du, was ich meine? Ja. So in den Sitz war das jetzt nicht so der. Ja, finde ich auch so. Nee, aber hat natürlich schon so hat ja so eine Grundvorstellung oder so eine Erwartungshaltung, wie sich 525 PS bei so einem Auto anfühlen. Der wiegt 1,5 Tonnen ungefähr. Ist gar nicht so leicht. Ich finde, er schaut aus, als wäre er leichter. Ne? Aber dafür so ein Ticken besser, finde ich, könnte er gehen. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass dieser Sound dir so eine Erwartungshaltung gibt. Ja. Ne? Man hat so dieses, oh mein Gott, da muss jetzt richtig was jetzt kommen. Explodiert gleich jetzt was explodiert gleich was. Ja? Es ist wirklich, wenn du diesen Schalter hier drückst, ist es wirklich, als würdest du einfach schießen. Das ist schon geil. Das ist schon mega. Was ist los? Ist schon ein bisschen. Ich finde, Also, was du da auch voll merkst, ist, sobald du minimale Bewegung am Lenkrad machst, reagiert der sofort. Ja, also Oder? ich finde ich auch. Vor allem, was ich finde, ist, er ist etwas instabil am Heck. Also er hat eine sehr starke Vorderachse. Ne? Du lenkst ein. Also klar, wir können auch mal checken, wenn ich auf Komfort stelle, wird sich das natürlich stark verändern. Ja, wobei gar nicht so viel Unterschied. Gar nicht so viel Unterschied, würde ich mal sagen. Aber du merkst, dass die Vorderachse sehr, sehr spitz ist, also sehr agil einlenkt, was ich an sich ganz geil finde. Also ich mag das ultra gerne, wenn Autos dahin lenken, wo man hinfahren will und nicht so viel Untersteuern haben. Aber was man hier schon merkt, ist, dass die Hinterachse unruhig ist. Ne? Also klar, es ist auch nass, das macht es ein bisschen instabiler, aber der kommt schon ein bisschen. Also ja, bissig auf jeden Fall, so vom ersten Gefühl her. Boah, der liegt aber erstaunlich gut, ey. Ja, darfst nicht vergessen, dass hier richtig nass ist. Das hat sich echt gut angefühlt hier ums Eck rum. Also die Vorderachse ist geil. Die Vorderachse ist richtig gut, die Hinterachse ist, aber ich finde, das spiegelt für mich das Auto wieder tatsächlich. Ich finde es ja von vorne ziemlich cool, von hinten ist mir das zu rund, diese Heckflügel und so. Also ich bin da echt mehr auf der Seite, auf der Vorderachse und so fährt er sich auch ein bisschen. So, Drift Mode haben wir natürlich auch hier in dem Auto. Da machen wir jetzt mal hier Getriebe auf manuell, Sport Plus, beziehungsweise ich glaube Race müssen wir machen. ESP müssen wir komplett ausmachen. Jetzt steht Sport, jetzt ist Off. Dann beide Pedals ziehen. Zack, da steht Drift Mode. Zum Aktivieren bestätigen Pedal ab, also einmal so. Jetzt ist Drift Mode aktiv. So, was heißt das jetzt? Das heißt natürlich, dass wir mehr Verteilung auf die Hinterachse bekommen, ne? Also mehr Momentenverteilung. Werden wir gleich mal checken, wie sich das anfühlt. Ja, war jetzt gar nicht so richtig guter Drift, ehrlich gesagt. Das Problem ist ein bisschen, glaube ich, dadurch, dass wir nasse Fahrbahn haben, hast du natürlich nicht so viel Grip an der Vorderachse. Und dieser Grip an der Vorderachse ist natürlich immer gut, wenn du einen Drift einleiten willst, ne? Weil du hast vorne eine Vorderachse, die irgendwie beißt und gehst dann ans Gas und versuchst über das Hinterachsmoment einen Drift einzuleiten. Jetzt, wenn natürlich vorne wenig Grip ist und der so ein bisschen über die Vorderräder rutscht, dann driftet man tendenziell etwas schlechter. Beziehungsweise dann ist der Drift-Mode wirkt er nicht so stark, wie er sollte. Aber wir probieren es jetzt trotzdem noch mal hier. Okay. Ja, ein bisschen kriegt man schon quer. Aber das bockt schon, ey. Ja. Ist halt geil, ne? Weil es gibt halt einfach so ein bisschen die Möglichkeit, mit dem Gas zu spielen und du merkst halt einfach,
dass mehr Lenkwinkel dafür sorgt, dass er quasi dann ja, so eine mehr Rotation einleitet. Ne? Also ist natürlich auch lenkwinkelabhängig, wie viel er dann auf die Hinterachse verschiebt. Das fühlt sich auf jeden Fall cool an. Das macht Laune. Launch, machen wir mal einen Launch, oder? Das ESC, was haben wir denn da? Geht so, Launch? Geiler Scheiß. 32. Also er hat erstaunlich guten Grip. Für das, dass es nass ist, für das, wie nass ist, ja, oder? Traktion war richtig gut. War richtig gut. Also wie gut das ist, Leute, und wie krass es sich anfühlt, das seht ihr dann im Drag Race. Das ist, glaube ich, besser. Wir haben auch jetzt heute gesagt, wir verzichten darauf, jetzt hier die Zeiten schon vorwegzunehmen. Seht ihr alles am Sonntag auf einer ebenen, geilen Fläche, wo wir uns auch richtig austoben können. Das macht schon Sinn, also das ist schon, das ballert schon. So würde ich sagen, jetzt fahren wir noch in den Tunnel und machen wir noch einen Soundcheck. Alter, jetzt sieht man ja auch das Blau. Okay, es ist wirklich schon blau, ne? Jetzt ist es blau, aber es war Wir springen mal kurz zurück von vorhin, als er mich geroastet hat. Man nennt es auch lila in der Fachsprache. So, halte die Ohren zu, ne? Ja. Der arme Adrian. Oh Gott, das tut mir fast ein bisschen leid jetzt. Wie schlimm ist es? Das ist ja kriminell einfach. Ja? Willst du ja auch mal anhören? Einmal musst du mal reinziehen. Beruhig dich! Das ist wirklich geisteskrank. Ne? Das kann's wirklich keinem erzählen, ey. Komplett wild. Jetzt sagen wir mal ein Ende jetzt. Wir hören jetzt einfach auf. Also, besser kann man ja nicht aufhören. Ja, besser kann man nicht aufhören, Leute. Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Krankes Teil, AK-47. Wir sehen uns am Sonntag mit dem Drag Race und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Nothing can stop me. I'm all